Willkommen zu unserem Tutorial zur Einmessung von Genelec SAM-Monitoren mit GLM3. Die Software kann auf genelec.com heruntergeladen werden. Grundsätzlich werden alle Lautsprecher und Subwoofer über Netzwerkkabel als einfache Kette mit dem GLM-Interface verbunden. So lassen sich auch Surround-Systeme komfortabel einrichten. Wir zeigen hier beispielhaft die Einrichtung eines 2.1-Setups aus zwei 8320 und einem 7350 Subwoofer. Das erste Netzwerkkabel wird am GLM-Anschluss des Interfaces angeschlossen. Das andere Ende wird mit einer Netzwerkbuchse am ersten Lautsprecher oder Subwoofer verbunden. Das zweite Kabel schließen wir an die zweite Netzwerkbuchse an und verbinden es mit dem nächsten Lautsprecher. In unserem Fall ist das der linke 8320 Monitor. An die zweite Netzwerkbuchse dieses Monitors schließen wir das dritte Netzwerkkabel an. Es verläuft zum rechten 8320 Monitor. Damit ist die Kette in unserem 2.1-System vollständig. Wir schließen jetzt das mitgelieferte Messmikrofon am Interface an. Der Anschluss ist mit einem Mikrofonsymbol gekennzeichnet. Das Messmikrofon sollte auf Ohrhöhe an der Hörposition platziert werden. Abschließend wird das Interface mit dem USB-Kabel am PC oder Mac angeschlossen. Wir schalten alle Monitore und den Subwoofer ein und starten die GLM-Software. Die angeschlossenen Monitore und Subwoofer werden angezeigt und können per Drag and Drop hinzugefügt werden. Beim Einfügen gibt jeder Monitor ein Rauschen wieder und die Status-LED blinkt. Die Zuordnung und Positionierung im Raum kann jetzt passend gewählt werden. Wir bestätigen mit Confirm Layout. Es folgt die Einstellung, ob das System analog oder über AES-EBU digital angesteuert wird. Diese Einstellung kann nachträglich noch verändert werden. Die Gruppe kann benannt werden. Auch ein Versatz zu einem Videozuspieler kann eingestellt werden. Wir bestätigen die Eingaben. Wir überprüfen jetzt, ob die Seriennummer des verwendeten Messmikrofons die richtige ist. In unserem Fall ist es die 200-226. Die Einmessung kann an einem oder an mehreren Punkten erfolgen. Wir nutzen hier Single Point. Bei langsamen Rechnern kann es sinnvoll sein, die Berechnung der Filter über die Cloud durchführen zu lassen. Der Haken bei Each Front Left Pair legt fest, dass für beide Lautsprecher eine gemeinsame Filtereinstellung berechnet wird. Dies empfiehlt sich für symmetrische Aufstellungen. Mit einem Doppelklick auf das Mikrofonsymbol wird die Einmessung gestartet. Es folgt ein kurzer Countdown. Das Hörfeld zwischen Lautsprechern und Mikrofon sollte jetzt frei sein und Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert werden. Nacheinander gibt jeder Lautsprecher einen Sweep wieder. Diese Sweeps werden über das Messmikrofon aufgenommen und ausgewertet. Jetzt werden die Einflüsse des Raumes auf die Wiedergabe erkennbar. Die rote Messkurve zeigt den gemessenen Frequenzgang. Die Software beginnt nun, optimale Einstellungen für die DSP-Filter in den Lautsprechern zu ermitteln. Dies geschieht so, dass die Wiedergabe im Raum an der Hörposition so linear wie möglich erfolgt. In erster Linie kann der Einfluss von Raummoden deutlich reduziert werden. Dies führt zum Beispiel zu einem klaren, aufgeräumten Bassbereich. Bestimmte Raumeinflüsse können nur durch eine veränderte Aufstellung oder akustische Maßnahmen kompensiert werden. Hinweise hierzu gibt der Genelec Monitor Setup Guide, verfügbar auf genelec.com. Nach kurzer Wartezeit sind die DSP-Filter eingestellt. Wir bestätigen die Kalibrierung. Es folgt bei einem Setup mit Subwoofer die Anpassung der Phasenlage. Wir wählen hierzu zunächst den Subwoofer aus, dann den Monitor, mit dem der Abgleich erfolgen soll. Hier zum Beispiel den linken Monitor. Mit einem Doppelklick auf das Mikrofon startet Autophase. Nach dem Countdown geben der Subwoofer und der gewählte Monitor einen Ton im Bereich der Übergangsfrequenz wieder. Der Subwoofer ändert jetzt schrittweise die Phasenlage und die optimale Einstellung wird ermittelt. Nach Abschluss von Autophase wird das Setup-File benannt und abgespeichert. GLM wechselt jetzt zur Hauptansicht, die rechts das Setup und links den Pegelregler und weitere Schaltflächen zur Steuerung anzeigt. Bei der Ersteinrichtung ist es sinnvoll, den Firmware-Stand anzuzeigen. Wir gehen auf Setup, View Info und wählen Check Update Available.
Für jeden Lautsprecher und auch den Netzwerkadapter wird jetzt angezeigt, ob die Firmware auf dem aktuellen Stand ist. Wird hier Update Available angezeigt, führen wir einen Doppelklick durch und können dann Update Firmware auswählen. Das Menü View Info ermöglicht beispielsweise auch die Anzeige der Übergangsfrequenz zum Subwoofer oder der Eingangs- und Ausgangspegel an einzelnen Lautsprechern. Im Menü Setup ISS Power Saving kann eingestellt werden, ob und nach welcher Zeit die Lautsprecher in den Standby-Modus wechseln, wenn kein Audiosignal mehr anliegt. Auch eine Empfindlichkeit kann festgelegt werden. Kommen wir nun zu den Schaltflächen im linken Bereich. Um die Einflüsse der Einmessung bewerten zu können, kann AutoCAL auf Bypass geschaltet werden. Die Raumkorrekturfilter in den Monitoren sind jetzt nicht aktiv. Subwoofer Bypass deaktiviert den Subwoofer und das Bassmanagement. Die Wiedergabe erfolgt jetzt ausschließlich über die Monitore, die auch nicht im Bass beschnitten werden. Der Wiedergabepegel wird über den großen Regler eingestellt. Wir können Presets abspeichern, indem wir den gewünschten Wert einstellen und dann rechts neben die Buttons klicken. So lassen sich einfach zwei verschiedene Pegel-Presets aufrufen. Der Abhörpegel lässt sich auch auf einen Maximalwert begrenzen. Wählen Sie hierzu Setup, GLM Level Maximum und Set Level Maximum to Current Level. Der eingestellte Wert ist jetzt die Obergrenze und kann nicht überschritten werden. Im gleichen Menü können wir auf Wunsch diese Obergrenze auch wieder entfernen über Remove Level Maximum. GLM 3 ermöglicht auch eine Kalibrierung, die lautheitsbasiert ist. Klicken Sie dazu rechts neben die Taste Calibrate und Sie können jetzt auswählen, nach welchem Standard die Kalibrierung erfolgen soll. Beispielsweise den Rundfunkstandard EBU R128. Klicken Sie anschließend auf den Monitor, der kalibriert werden soll, und starten Sie die Kalibrierung mit einem Doppelklick auf das Mikrofon. Es wird nun ein Rauschen wiedergegeben. Nach Abschluss der Kalibrierung bestätigen wir diese. Es wird nun bei der Einstellung des Pegels der Wert basierend auf dem gewählten Standard und der Kalibrierung angezeigt. Für unterschiedliche Einmessungen, Setups oder Abhörplätze können Gruppen verwendet werden. Wir erzeugen jetzt beispielhaft basierend auf unserer ersten Einmessung eine weitere Gruppe ohne Subwoofer. Wir wählen dazu zunächst Group, Duplicate Group. Die neue Gruppe ist erstellt. Wir wählen jetzt Edit Group, benennen diese Gruppe für unser Beispiel in 2.0 und können jetzt durch Anklicken die Lautsprecher deaktivieren oder aktivieren. Wir bestätigen die Gruppe und überspringen eine erneute Einmessung. Kommen wir nun zu den Möglichkeiten der manuellen Anpassung der Einmessung. AutoCAL optimiert zunächst auf Linearität am Hörplatz. Diese Einstellung ist eine sehr gute Basis, um auf Wunsch dann weitere Anpassungen nach den eigenen Hörgewohnheiten und auch dem Geschmack vorzunehmen. Wir zeigen hier als Beispiel eine Anpassung für etwas mehr Bass. Klicken Sie zunächst doppelt auf den Monitor. Es öffnet sich die Filterliste. Für grundsätzliche Anpassungen eignen sich die Shelving-Filter 1 bis 4. Wir nutzen hier Filter 4, der bislang nicht verwendet wird, setzen ihn auf 100 Hz und geben ein -2 dB. GLM arbeitet immer subtraktiv. Gewünscht ist mehr Bass, das heißt Frequenzen oberhalb von 100 Hz werden um 2 dB abgesenkt. Genau die gleiche Einstellung nehmen wir auch am anderen Monitor vor. Wiederum Filter 4, 100 Hz und -2 dB. Testen Sie gerne verschiedene Settings und legen Sie verschiedene Gruppen an, um diese zu vergleichen. Eine vereinfachte Funktion zur Anpassung bietet der Sound Character Profiler, den Sie im Menü Group finden. Diese Funktion bietet nur zwei Parameter. Einmal Strength, um festzulegen, wie stark reduziert wird, und Extension, um festzulegen, ab welchem Frequenzbereich dies geschieht. -4 bedeutet eine tiefe Frequenz, +4 verschiebt den Frequenzbereich, ab dem bearbeitet wird, nach rechts, also hin zu höheren Frequenzen. Der Sound Character Profiler greift direkt auf die Filter 3 und 4 zu und editiert diese für das gesamte System. Sie können sich das auch anzeigen lassen, indem Sie mit einem Doppelklick die Filterliste öffnen und jetzt sehen, dass bei Filter 3 und 4 jeweils -2,5 dB eingetragen wurden.
Möchten Sie bei Systemen mit Subwoofer insgesamt mehr Tiefbass, erreichen Sie dies wie folgt. Ein Doppelklick auf den Subwoofer öffnet die Einstellungen und unter Level können Sie nun den Pegel des Subwoofers erhöhen, zum Beispiel von -6 auf -3 dB. Alternativ können Sie die Pegel der Lautsprecher absenken. Öffnen Sie die Einstellungen und reduzieren Sie dann unter Level den Pegel. Alle Einstellungen können für den Standalone-Betrieb ohne GLM und ohne Computer in den Lautsprechern abgespeichert werden. Wählen Sie dazu das Menü Group und nun entweder Store Group Settings to SAM Monitors, dann geschieht dies mit Full Level, also mit der maximalen Empfindlichkeit von 0 dB, oder alternativ stellen Sie den Pegel ein und wählen dann Store Group Settings and Current Level to SAM Monitors. Beispielsweise würde jetzt ein Pegel von -50 dB im System abgespeichert. Sie können die Lautsprecher und ihre Empfindlichkeit somit genau auf ihre Quelle abstimmen. Alle Funktionen werden detailliert im Handbuch beschrieben. Sie finden es unter Help, GLM Help. Ebenfalls in diesem Menü ist die Funktion Export Setup to Desktop. Benötigen Sie Unterstützung für Ihre Einmessung, können Sie das entstandene ZIP-Archiv per E-Mail an uns einsenden. Danke für die Aufmerksamkeit und viel Spaß mit dem Genelec SAM-System.